Das ist absolut nicht anfängerfreundlich. Ja. Was in Flive war jemals anfängerfreundlich? No front. No joke. Das Game ist einfach nicht anfängerfreundlich. War es noch nie und wird es auch niemals sein. Ja, wobei Flive PC ist eigentlich doch... Ja, Flive PC ist relativ anfängerfreundlich. Tatsächlich. Anfängerfreundlicher als Flive Universe auf jeden Fall. Welche Klasse würdest du empfehlen zum Wiedereinstieg, die günstig ist, weil man noch nichts hat? Wenn du AOE spielen willst, Elementor. Wenn du 1v1 spielst, dann Knight. Knight ist die günstigste 1v1-Klasse von allen mit Abstand, wenn man es auch mit der Leistung vergleicht. Also es geht ja nicht nur um den Preis, es geht ja auch um die Leistung. Also besser gesagt, Preis-Leistung ist das Wichtige. Und bei AOE die einzige Klasse, die du quasi komplett ohne Equipment bis mindestens 140 spielen kannst. Und ich meine wirklich, wenn ich sage komplett ohne Equipment, dann meine ich das auch wirklich so. CW-Schmuck plus 1, Sets plus 5 mit 12% ATK etc. Die einzige Klasse, die das kann und trotzdem halbwegs Spaß macht und schnell levelt, ist Elementore. Hit and Run, Elementore. Also für den AOE-Weg definitiv der Elementor. Beste Preis-Leistung. Und für den 1v1-Weg definitiv Knight. Und Knight würde ich aber im Low-Level sogar AOE spielen und später auf 1v1 wechseln. Weil Knight ist eigentlich relativ chillig zum AOEen, wird aber immer schlechter gefühlt, je weiter man voranschreitet. Also er wird eigentlich nicht schlechter, aber er wird auch nicht besser und viele andere Klassen werden nochmal besser. Er nicht. Also ich würde AOE Knight bis mindestens 105 spielen, wahrscheinlich sogar 120 oder 135. Also bis Ende Astria theoretisch. Und ab Coral Island würde ich dann wahrscheinlich auf 1v1 switchen. Und AOE Knight kann etwas kostspielig werden. Nein, eigentlich nicht. Also AOE Knight ist eigentlich relativ günstig. Weil du brauchst kein gutes Vapon-Set. Kostspieliger als Elementor. Ja, aber es geht ja darum, dass du später 1v1 Knight spielst. Also du musst ja nicht AOE Knight spielen. Ich sage nur, ich würde im Low-Level sogar AOE Knight spielen, statt 1v1 Knight und dann später auf 1v1 switchen. Dass es ein bisschen mehr kostet als Elementor oder generell ein bisschen mehr kostet, ist ja, aber auch nicht viel. Auch nicht viel. Also ich habe selber ein AOE Knight gespielt, relativ früh, mit Low-Budget-Equipment. Und erstens hat es Spaß gemacht, das ist ja auch ein wichtiger Faktor, es hat viel mehr Spaß gemacht als 1v1. Ich habe bis 75, habe ich Schwert- und Schild-Knight sogar gespielt, was sogar das Beste ist. Bis 75 ist besser als Two-Hand. Ich habe bis 75, ich habe genau das gemacht, was viele Leute, die diese Entscheidung also die Entscheidung treffen würden, machen würden. Ich habe bis 75 Schwert- und Schild-Knight gespielt, dann habe ich Two-Hand ausprobiert, war Trash. Mit 60 Two-Hand war auch Trash. Schwert und Schild besser, bis 90 glaube ich, Schwert und Schild besser. Und dann habe ich gesagt, okay, Schwert und Schild ist ultra langweilig, fühlst dich wie ein Mercenary. Mit Level 75 läufst du immer noch rum wie ein fucking Mercenary mit Schwert und Schild, wie so ein absoluter Loser. No front. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann probiere ich doch mal AOE Knight aus. Und mein AOE Knight hat auch nur ein Set plus 7, also auch nichts krasses. 16% HP, okay, aber 12 und 16% ist auch kein großer Unterschied. Ganz ehrlich. Und 2 Penceros plus 1 und 2 Stamps plus 7 kostet nichts. Das ist alles Zeug, was du für unter eine Mio findest. His Two-Hand-Axe, mein gut, mit Powerstorm wirst du keine finden, die sehr günstig ist, aber eine clean His Big Axe kostet wahrscheinlich auch keine 10 Mio. Vielleicht findest du sogar eine mit Powerstorm, die relativ günstig ist. Und dann bräuchtest du vielleicht noch ein HP-Pad, die mittlerweile auch im freien Fall sind. Extrem günstig. 500 oder 1000 HP für den Anfang reicht ja vollkommen. Kann man teilweise wahrscheinlich für unter 100 Mio kaufen, also auch relativ günstig. Und das alles, um dann echt einen decent AOE-Damage zu haben und schneller zu leveln als mit 1v1 und wahrscheinlich sogar mehr Spaß dabei zu haben. Sir. Und bei Elementor muss ich, glaube ich, nichts dazu sagen. Demonstriere ich ja jeden Tag oder schon seit 2 Jahren, wie leicht es ist mit Elementor. Auch mit schlechtem Equipment. Das demonstriere ich seit 2 Jahren täglich und ich habe schon hunderte Videos darüber gemacht. Das ist ja sowieso klar, dass das geht. Weißt du, was ungefähr in Form plus 10, 10, 28 ATK, 12 SDR kostet?
Nö. Macht gutes Equip-Unterschied, Bälle. Weniger als bei anderen Klassen. Weniger als bei anderen Klassen. Muss mal kurz Pet-NPC machen.